So, wir sind da, wir haben wieder den Schlüssel übergeben bekommen. Heute haben wir den E63S AMG da mit einem V8 Biturbo mit sage und schreibe über 800 PS und das wollen wir euch natürlich wieder nicht entgehen lassen. Wir nehmen euch mit auf die Autobahn, was verbraucht das Auto, was schafft der Wagen, Topspeed auf der Autobahn. Und ja, ihr habt das letzte Video vom R8 natürlich gesehen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, macht es natürlich, damit ihr das auf jeden Fall nicht mehr verpasst, weil es werden noch einige Autos kommen. Und ja, also wir haben einen E63S AMG mit über 800 PS da und lasst euch einfach überraschen, wir sehen uns gleich. Bevor wir mit dem Capo natürlich anfangen, darf natürlich der Soundcheck nicht fehlen, deswegen kommt gerade mit, wir machen den Wagen an und auf jeden Fall 800 PS lassen sich auf jeden Fall gut anhören bei dem Wagen. Gute alte Sport Plus darf natürlich nicht fehlen. Şu an arabada video çekiyor. Ya bir yoktu bekleyin abi.
So, wir sind jetzt wieder am Ende des Videos angelangt und es folgt wie im vorherigen Video vom R8 natürlich wieder ein Statement von mir. Da fangen wir natürlich erstmal an im Allgemeinen. Also wie ihr dem Titel entnehmen könnt, es ist ein E63S AMG. Der hat eine Leistungssteigerung auf 800 PS bekommen. Diagramm kann ich euch leider keins einblenden, weil es zu dem Zeitpunkt halt eben nicht vorhanden war. Aber es gibt eins, das ich gesehen habe mit einem Rollenprüfstand. Die Firma, ja, was heißt, darf ich euch leider nicht nennen. Die soll eher privat bleiben. Und ja, falls ihr euch natürlich mitten im Video gefragt habt, warum ich im Tacho zwischendurch mal etwas wegmachen musste, war, weil ich halt eben zwischendurch mal einen Anruf bekommen habe und die Nummer da drin eingeblendet wurde. Und diese soll natürlich auch privat bleiben, deswegen nicht wundern, dass zwischendurch mal sowas aufgeploppt ist. Genau, aber kommen wir zum Statement. Der E63S AMG ist eine Limousine. Fand ich mega cool, dass Mercedes sich dazu entschieden hat, der Limousine einen AMG-Motor zu verpassen. Der Wagen ist natürlich AMG gerecht geworden und ja, fangen wir vom Fahren her an. Also Lenkung extrem geil, lässt sich im Komfortmodus sehr gemütlich fahren, aber auch im Sportmodus sehr geil und straff unsportlich fahren im Sport-Plus-Modus. Genau, ihr könnt auswählen zwischen Komfortmodus, individualisierten Modus, Sportmodus, Sport-Plus-Modus. Also ihr müsst nicht unbedingt sportlich fahren, ihr könnt auch komfortabel fahren und auch Sprit sparen, wenn es mal sein muss. Oder wenn ihr spritsparend fahren wollt. Und kommen wir zum Komfort im Auto. Also ich hätte mir schon gewünscht, etwas Sportlicheres zu kriegen bei einem AMG. Aber es ist ja auch eine Limousine, ja. Aber man darf nicht vergessen, den Preis, den man zahlt, ja. Also ich habe schon andere Sportwegen gesehen oder mit einem sportlichen Motor, die hatten in der Innenstattung schon, die Optik war etwas geiler, etwas schöner, ja. Das meine ich damit. Also ich hätte mir schon gewünscht, dass Mercedes sich da optisch ein bisschen mehr Mühe gegeben hätte. Ist halt wieder Ansichtssache, ne? Dem einen gefällt der normale, etwas sportlichere Look, der andere will halt, wenn er so viel Geld zahlt für ein sportliches Auto, auch ein sportliches Cockpit, ja. Die Sitze zum Beispiel, die fand ich jetzt wie in der normalen E-Klasse, ja. Da hätte man auch noch etwas nacharbeiten können. Von der Qualität her war alles ganz gut, lässt sich gut anfassen, relativ wertig, ja. Und ja, um das Video nicht zu lang zu machen, kommen wir auch zum Spritverbrauch. Der Spritverbrauch lag bei normaler Fahrweise zwischen 10 bis 11 Litern im Durchschnitt. Und nach oben sind da natürlich bei sportlicher Fahrweise keine Grenzen gesetzt. Ne? Da können wir euch jetzt nichts Genaues sagen, weil man eben auf die Straße achtet, wenn man etwas sportlicher fährt und nicht unbedingt auf den Spritverbrauch. Ja? Man holt sich ja auch so ein Auto, um Spaß zu haben und nicht unbedingt auf den Spritverbrauch zu achten. Platzverhältnisse, sage ich jetzt mal für mich als DJ, ideal. Im 8 haben wir gesehen, ich könnte eventuell einen Freund mitnehmen oder meinen DJ-Pult, ja. In der E-Klasse oder im E63 AMG kann ich den Justice mitnehmen, meinen DJ-Pult, noch einen Kollegen oder noch eine große Box oder eine PA-Anlage, also was PA-Anlage jetzt nicht komplett, aber man kann eine große Box mitnehmen, meinen DJ-Pult hinten reinmachen, Kleinigkeiten kann man auch im Kofferraum verstauen und der Justice hat auch natürlich vorne noch Platz. Ja, die Reaktion aufs Auto, ja, Innenstadt, es ist mehr oder weniger ein Wolfs- und Schafsplatz, sagen wir es mal so, ja. Was heißt Wolfs- und Schafsplatz? Es sieht aus wie eine Familienkutsche, hat aber einen Motor von einem Sportwagen. So meine ich das, ja. Und die Leute, die sich mit Autos etwas auskennen, wissen, wozu ein E63S AMG in der Lage ist zu leisten. Und im Großen und Ganzen, wenn ich den Wagen in der Skala von 1 bis 10 einstufen müsste, ist der Wagen in der Limousinenklasse definitiv eine 8 von 10. Ja, genau. Optisch auch mega geil gemacht. Von außen definitiv. Von innen hätte ich mir halt ein bisschen mehr gewünscht. Und ja, das wäre es dann eigentlich auch mit dem kleinen Statement wieder dazu. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst natürlich ein Like wieder da.
Über Kommentare unten würde ich mich freuen, welche Videos oder welche Autos ihr als nächstes sehen wollen würdet oder was ich euch als nächstes zeigen sollte. Und wenn ihr natürlich den Kanal noch nicht abonniert habt, macht es auf jeden Fall jetzt, damit ihr in Zukunft keine weiteren Videos verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.